Chom den den jambe yung ma cha cha lo kange lo de dem nye den nye dra nam da rab sra ve chi nye den gun chi jin zik nye je tu gra le bum ze da se chön ra ma re men tom du ne chi ze ve ro so kun ba pu je tar ze yin lai tu ju yong den song Rudra che ro nyamo ni lo le je cha ro ndron ze chen ma re mun sre dung ra nyu gu chi ni chön ze ra je nam de ne ta chen sa ju tar yuen den lu zo ja se tu gu chun tra chu dan chu ni jen de da le men jam be yong la du zhe de ne che je chen ra ve zhe che da le de mo men ba ra sa ne nan den jue jong lo do ba ye lo zhe ba be no wa zao du so tam ke du je xiao jie ri su chong yan je me du du je bong zhen ba ser je lun bo da bre je be ku xiao jie je be xiao la xiao jie wu en jia me xiao na du je jin re se sa yin yin bo zhe ba nan bo se nam ge yin bo shang ba kun do song ye we se xin je lang ge sha ye cha le xie xie ka la jin ra jin gu ru je zai be dong du je len la po ya re dan ba kun ne san zai be ge yu ren bo che la sha je wu Sarab Gondo Sije Tamile, Tamge Same Shagi Yong Song Shi, Shanjum Yimbe Lamken Karma Ba, Meje De Beche Tsuge Du. Lasso Tene Che Nambatso, Samba Shongchuk Chodo, Sem Je Ne, Tat Ringi Session De Pache Chewa Tang Ti Lin Yin, Tene Nge Kantu Tu Je Lin. So please begin by generating the Bodhi mind. Bitte beginnt damit, den Bodhigeist zu erzeugen. In der heutigen Sitzung geht es um die Beantwortung der verschiedenen Fragen, die eingeschickt wurden. Und Khenpo Rinpoche sagt, er wird versuchen, die verschiedenen Fragen so gut wie möglich zu klären. And Khenpo Rinpoche says he will try to clarify the various issues as best as he can. Kana suna ta dinga zo teaching mongpo che rosu. Tenen rosu, tenen ro yong tu, tenen yang jar xie ja wa ten zo gon du dan min du, zwa tang chen go ne ten de pe bie te. Ngama jaga la naranja tang betama shileke lama su ti tang tinde nang yu sa re phele yang ti rang che tam be ji yo re pen na chue song de de gan sam le so na tang mu chung tap da bu ji go re che tang chung tap song le da de ji pa san ne pa lo gro sa ji ne ji da du se pa cham ne 다 나진 다긴 참 무사들 시대지 뭐 그래 제발 로그래 제발 딱 타기 배틴다 왔잖아 치고래서 다 디나 디파 드렌돌 시키오르와 코란 타 엔데 치클라 총총네르와 데 말아와 타네 페나추 치기에나 타기 파고게르와 툭나 슈첸 보메나 덴데 손데 시키파야 제 덴데치 파 차드 따데 페나 타 코란 박사데 랩차르와 야 대양 그 시대지 로그레체 딱 덴 다가나시 빼자데 티네 참질레레소나 마마 티 야와도 곤도도 면도 딱 그래 제발 대단다 저와트니 야고에 티 Khenpo Rinpoche explains that question and Khenpo Rinpoche erklärt, dass Frage- und Antwortsitzungen ein wichtiger Teil der buddhistischen Tradition auf dem indischen Subkontinent sind.
Zu der Zeit, als der Subkontinent hauptsächlich buddhistisch war, gab es bekannte Institutionen für buddhistische Studien, wie die alte Universität von Nalanda sowie die von Vikramashila und andere Institutionen wie diese. Die Tradition war, dass man, wenn man ein bisschen oder ziemlich weit in die Erklärungen eines Textes gekommen ist, dann einige Zeit den Fragen und Antworten widmet, einfach weil es für den spirituellen Führer, der lehrt, wichtig ist, sich zu vergewissern, dass die Schüler und Schülerinnen die Themen, die er erklärt hat, verstanden haben. Das kann er herausfinden, indem er Frage-Antwort-Sitzungen hat, in denen er, wenn es Missverständnisse und falsche Schlussfolgerungen gibt, die Schüler und Schülerinnen korrigieren kann. Und wo es Fälle gibt, in denen sie nicht ganz verstanden haben, kann er zusätzliche Informationen geben, damit die Schülerinnen in der Lage sind, das Thema zu verstehen, was immer es auch sein mag. Das ist also der Sinn und Zweck dieses Vorgehens und diese Tradition wurde auch in Tibet beibehalten. Es gibt ein tibetisches Sprichwort, das wie folgt lautet: Ein Tiger, der über etwas gesprungen ist, das ihm den Weg versperrt, wie zum Beispiel ein Felsbrocken oder irgendetwas, das ihm eben den Weg versperrt, wird, sobald er das, was ihm den Weg versperrt hat, überquert hat, zurückschauen. Welchen Grund der Tiger dafür hat, das zu tun, wissen wir nicht. Es ist, als ob er zurückschaut und vielleicht irgendwie etwas daraus lernt, wie er dieses Hindernis erfolgreich überqueren konnte, die Distanz überprüft oder was auch immer. Wer weiß, was im Kopf des Tieres vor sich geht. Aber das ist eine Möglichkeit. Das ist ein Beispiel, das veranschaulicht, was gerade erklärt wurde, dass ein spiritueller Führer sich Zeit für Frage- und Antwortsitzungen nehmen wird, um sicherzustellen, dass die gegebenen Erklärungen richtig verstanden wurden. There is a Tibetan proverb which goes as follows: A horse having jumped. Tiger. Oh, a Not tiger. horse, yeah. So sorry. That's why I was wondering. How funny. Sorry. The names of these two animals are similar, but pronounced slightly differently. And I, as you just saw, mishear the pronunciation sometimes. A tiger who has jumped over something which blocks his path, like a boulder or anything that blocks his path, will, once he's crossed whatever blocks his path, look back. What reason the tiger has for doing this, we do not know. However, it's as if he looks back and perhaps sort of learns something from how he was able to cross this obstacle successfully. Checking distance or whatever, who knows what goes on in the mind of the animal, but that's a possibility. And that's an example which illustrates what was just explained, namely that a spiritual guide will make time for question and answer sessions in order to make sure that the explanations that have been given are properly understood. So, the first of the questions that has Also die erste der Fragen, die eingeschickt wurde, the person who asked the question says it's in connection with the die explanation. Person, die die Frage gestellt hat, sagt, sie steht im Zusammenhang mit den Erklärungen der 8. der 37 Praktiken, die wie folgt lautet:
Der Buddha sagte, das Ergebnis von schlechten Taten ist das Leiden der niederen Bereiche, das so schwer zu ertragen ist. Deshalb keine bösen Taten zu begehen, selbst um den Preis seines Lebens, ist die Praxis eines Bodhisattvas. Die Frage ist hier, wie kann man anderen helfen, wenn die eigene Geisteshaltung von Verwirrung und Unwissenheit geprägt ist? Eine Geisteshaltung, die sozusagen von der Dunkelheit der Unwissenheit erfüllt ist. Wäre es nicht so, dass man vielleicht anderen schaden würde, wenn man versucht, ihnen zu helfen? Ganz einfach, weil man aufgrund seiner eigenen Denkweise nicht in der Lage ist, anderen zu helfen. Hier hat diese Person also klar verstanden, beziehungsweise geht es um die Frage, ist es möglich, anderen zu helfen und zu helfen, während die eigene Geisteshaltung noch durch Unwissenheit und Verwirrung verdunkelt ist. One isn't in the position where one is able to aid others because of one's mindset. Tan di chwa de dere wala. Ngarang sem da mong ba yue shen du mege dungal setup kala khabre se ndoj. So here this person ja, das ist ein berechtigter Punkt, eine sehr berechtigte Frage. Man würde sich vielleicht fragen, wenn man feststellt, dass dies die eigene Geisteshaltung ist, kann ich das wirklich tun? With or while one's own mindset is still darkened by ignorance and confusion. Ti kechate mune kecha dambare tinte tengiraba ngaran suime. Yeah, this is a valid point, a very valid question. One would ask oneself, perhaps, if one finds that this is one's mindset, can I really do this? Tisungza ngaran so le thangbo pa soge ta yin le phemba shone chita tembe pensim sangbo de zanpang gyu amare songate te ti gela rang mungba de serve che tu shoku bogendu landu shoku rang mungba de serve che tu sanji ji songrabla lobjong yang thapa ji che etupta tene lobjong cherem shendu lobjong che jawadela samnata samnatang ne samnatang we thanda de tharang ke lunga yisam gela su jar ne nyamni che to che tin nang da rang mong ba de cher den ro yong kre sälja ri jogre. mong ba de sel yong kre mong ba de seven yin do yin meng gi shawa ngue su che to ji yong kre Well, it would be difficult for a beginner practitioner to Es wäre für einen Anfänger Praktizierenden oder eine Praktizierende offensichtlich schwierig, anderen auf dem Weg zur Erleuchtung zu helfen oder sie zu unterstützen. Was tut ein Anfänger oder eine Anfängerin also, um dazu in der Lage zu sein? Denn das ist ein Hauptziel im Mahayana-Buddhismus, anderen zu helfen. Nun, die Anfängerpraktizierenden kultivieren eine Geisteshaltung, die diesen Fokus einnimmt, das Streben, anderen zu nützen. Es ist wichtig, dass Anfängerpraktizierende nicht aufgeben, weil sie erkannt haben, dass ich im Moment für niemanden viel tun kann. In der Tat kann ich für niemanden wirklich etwas tun, um ihn oder sie auf den Weg zur Erleuchtung zu führen.
Diese Person hat ihre Situation erkannt, in der sie selbst in Bezug auf das Praktizieren des Pfades ist, was eine sehr gute Sache ist. Und der Ratschlag ist dann, wie gesagt, das Streben oder den Ehrgeiz zu kultivieren, um in der Zukunft in der Lage zu sein, anderen wirklich zu nützen, sobald man in der Lage ist, das bis zu einem gewissen Grad zu tun. Wie geht man also vor, um dorthin zu gelangen? Nun, man führt Handlungen aus, die zu einer persönlichen Entwicklung führen. Die Art von Entwicklung, bei der Verwirrung und Unwissenheit, die den Geist verdunkeln, allmählich entgegengewirkt wird. Man beginnt hier im Sinne dieses Ziels einfach mit buddhistischen Studien. Man widmet sich dem Studium der buddhistischen Schriften, was zur Folge hat, dass, vorausgesetzt, der Schüler oder die Schülerin erwirbt richtiges Wissen über das, was die buddhistischen Schriften lehren, Verwirrung, Unwissenheit und dergleichen zunächst geschwächt werden. Allmählich kann ein Teil der Verwirrung und Unwissenheit ausgerottet werden, weil die buddhistischen Schriften einen bis zu einem gewissen Grad erleuchten werden. Nicht im Sinne der Buddhaschaft, sondern im Sinne von Wissen, persönlichem korrekten Wissen über die Lehre des Buddhas. Wenn man das erreicht hat, wendet man dieses Wissen in der sogenannten kontemplativen Meditation an, in der man sich bemüht, sein Wissen über die Lehre des Buddha in Bezug auf die verschiedenen Themen, die der Buddha lehrte, zu vertiefen. Wenn man sich hier bis zu einem gewissen Grad entwickelt hat, sollte man das Gelernte praktizieren, sodass die eigene Praxis auf einem tieferen und tieferen Wissen über den Buddhismus und seine Lehre basiert. So wendet man das, was man verstanden hat, in Form von Worten, Gedanken und Taten an, und auf diese Weise wird allmählich der Unwissenheit, Verwirrung und anderen ähnlichen Wirkungen der weltlichen Denkweise entgegengewirkt. Irgendwann wird man sich so weit entwickelt haben, dass man beginnen kann, anderen zu helfen, anderen beizustehen, weil man bis zu einem gewissen Grad weiß, wie es geht, nicht vollständig. Man muss also in Bezug auf den Nutzen für andere, wie es gesagt wird, auf der Basis oder mit Bezug auf die erreichte Stufe beginnen. Acquires proper knowledge of what the Buddhist scriptures teach. In consequence of that, confusion, ignorance and the like will, to begin with, be weakened, and gradually some of one's confusion and ignorance can be eradicated, because the Buddhist scriptures will to some extent enlighten one, not in terms of Buddhahood, but in terms of knowledge, personal correct knowledge of the Buddha's doctrine. Once that has been achieved, one then applies that knowledge in so-called contemplative meditation, where one makes efforts with the aim to deepen one's knowledge of the Buddha's doctrine in terms of the various topics the Buddha taught. And once one has developed to some extent here, one then should practice what one has learned, so that one's practice is based in a more profound or deep knowledge of Buddhism and its teachings. So one applies what one has understood in terms of words, thoughts, and deeds. And in this way, gradually, ignorance, confusion, and other similar workings of the worldly mindset will be counteracted. And at one point, one will have developed to the extent where one can start to help others, to assist others, because to some extent one knows how to, not completely, so
one must start in terms of benefiting others, as it's spoken of, on the basis of or with reference to the level of being able to do so that has been achieved. 당에 8월 디셈버 출라 라빈슨 담제 제기여와 인노양 드린셈제 8% 라빈스 담제시 찬마타도 레 동보바지나 상집 셈바소 쳔보초 비쩨발라 랍투마르와 셈제 차와지게 공자들나 꾸지 제공고등 알테로 지서는 에테 투마르와. So, an example which illustrates the importance Ein Beispiel, das verdeutlicht, wie wichtig es ist, sich seiner eigenen Ebene nicht nur bewusst zu sein, sondern sie wirklich zu kennen und im Kontext dessen zu handeln, welche Kapazität man dort hat, ist das folgende. Nun ist im Mahayana-Buddhismus das Hauptthema sozusagen das des Bodhigeistes, den sogenannten Bodhigeist zu erzeugen, bei dem es um die Geisteshaltung geht, die den Fokus des Buddha, den erleuchteten Zustand, im Sinne eines Strebens oder Ehrgeizes einnimmt, um dieses Ziel zu erreichen, um allen fühlenden Wesen wirklich nutzen zu können. Which is about the mindset which takes the focus of Buddha, the enlightened state, in terms of an aspiration or ambition to attain that goal in order to be able to truly benefit all sentient beings. However, a person who takes Aber eine Person, die heute das Bodhisattva-Gelübde ablegt, wird jedoch morgen nicht in der Lage sein, die Art von Taten zu vollbringen, die große, verwirklichte Bodhisattvas zum Wohle anderer tun. Es ist nicht so, dass du am nächsten Tag das tun kannst, was diese Individuen tun. Ganz und gar nicht. Eine der Verpflichtungen, die eine Person eingeht, die das Bodhisattva-Gelübde ablegt, ist die Verpflichtung, sich in den 6 Taten zu engagieren, die die Wege der Welt transzendieren, die 6 Taten, die sozusagen zum anderen Ufer gegangen sind. Jenseitige Taten. Niemand, der gestern die Bodhisattva-Gelübde abgelegt hat, ist in der Lage, dies am nächsten Tag zu tun. Es mag Ausnahmen in Bezug auf reinkarnierte Meister und dergleichen geben, aber in Bezug auf die Allgemeinheit ist das nicht möglich. Das passiert einfach nicht. In the 6 deeds which transcend the ways of the world. The 6 deeds that have gone to the other shore, as it were. Otherworldly deeds. No one who just took the Bodhisattva vows yesterday is able to do that the next day. Well, there might be exceptions in terms of reincarnated masters and the like, but in terms of the general public, this is not a possibility. That simply doesn't happen. So everyone has to go about doing what was Also müssen alle das, was beschrieben wurde, schrittweise angehen. Ein progressiver Ansatz ist das, was erforderlich ist und der einzig mögliche Ansatz. Point made is, any person Der Punkt ist, jeder Mensch, der einem anderen helfen will, kann dies im Verhältnis zu seiner Fähigkeit zu helfen tun. Über das hinauszugehen, was für ihn möglich ist, ist nicht möglich.
Niemand kann sozusagen das tun, was über ihn oder sie hinausgeht. Warum es also versuchen? Weil man es sowieso nicht tun kann. Es ist nicht möglich. It's not possible. No one can do that which is beyond them, as it were. So why try it? Because one can't do it anyway. It's not possible. So in order to truly practice the Mahayana, Um also das Mahayana wirklich zu praktizieren, muss man einen schrittweisen Prozess durchlaufen, bei dem man zunächst durch buddhistische Studien darüber informiert wird, wie das auf diesem Weg geschieht. Dann vertieft man sein Wissen durch Kontemplation und wendet dann das Gelernte in der Praxis an. Es gibt keinen anderen Weg, dies zu tun. Ohne zu wissen, wie man nach dem Mahayana-Buddhismus anderen nützen kann, ohne dieses Wissen kann man es nicht tun. Warum? Weil man nicht das Wissen hat, wie man es tun kann. Das ist sehr einfach. There is no other way of doing this. Without knowing how, according to Mahayana Buddhism, one can benefit others, without that knowledge, one can't do it. Why? Because one doesn't have the knowledge of how to do it. It's very simple. 배경에 단데 깨졌는데 쓰인된 게 망쳐왔대 감각주게 홀로와서 인절을 봐. 양르비도제 배나다고까지는 나샤게 그리그럼 나온다. 타마 있는 양 다른 프로듀션 바시고 송도와. 가지고 전주 있나? Now Khenpo Rinpoche says he presumes that Khenpo Rinpoche sagt, er geht davon aus, dass die Mehrheit der Zuschauerinnen dieser Belehrungen Mitglieder der Kamakaji-Schule des tibetischen Buddhismus sind. Er bezieht sich auf den Lehrplan, den der verstorbene Karmapa, der 16. Karmapa Rangchung Rigpe Deutsche, in schriftlicher Form niedergelegt und in seinem Hauptzentrum in Europa, dem Dakpo Khachiling in Frankreich, hinterlassen hat. Es ist ein langes Curriculum, wir werden nicht in die Details gehen, was die buddhistischen Studien für Praktizierende der Kamakaji-Schule in der westlichen Hemisphäre betrifft. Khenpo Rinpoche bezieht sich auf das, was der verstorbene Karmapa am Ende dieses Dokumentes sagt, dass das absolute Minimum an Wissen für einen Praktizierenden oder eine Praktizierende der Kamakaji-Schule des tibetischen Buddhismus ein gutes und umfassendes Wissen über das Juwelenornament der Befreiung ist. Ohne dieses Wissen ist man kein Praktizierender oder Praktizierende der Kamakaji-Schule des tibetischen Buddhismus, sagte der verstorbene Karmapa. In terms of knowledge, as to a practitioner of the Karma-Kaji school of Tibetan Buddhism is a good and comprehensive knowledge of the jewel ornament of liberation. Without that knowledge, you're not a practitioner of the Karma-Kaji school of Tibetan Buddhism. The late Karmapa said. Penna tarjin seete. Main tagtang chige chane lamrem sungdoa. So the jewel ornament of liberation, authored by das Juwelenornament der Befreiung, das von Gampopa verfasst wurde, legt also die verschiedenen Stufen des Pfades zur Erleuchtung in einer progressiven, schrittweisen Weise dar. Da tarjin yurichavatenda mungboyo rete. Da jur kasets jur tub yodame nga jasa jadam shoya mehte. Shipjin tawasinyeda hajang kechem buyor. Khenpo Rinpoche says there are many translations of. Khenpo Rinpoche sagt, dass es viele Übersetzungen dieses Lehrbuchs zum Mahayana-Buddhismus gibt. Er kann kein Urteil über die Qualität der verschiedenen Übersetzungen abgeben. Pass a judgment as to the quality of the various translations. So
he can't recommend. Er kann also nicht die eine Übersetzung gegenüber der anderen empfehlen, weil er keine Kenntnis über die Qualität der Übersetzungen hat. Und der Punkt, den er anspricht, ist, dass es auf jeden Fall sehr wichtig ist, ein sehr detailliertes, gutes und umfassendes Wissen über das Juwelenornament der Befreiung und somit über die fortschreitenden Stufen des Pfades zur Erleuchtung zu haben. The jewel ornament of liberation, and therefore the progressive stages of the path to enlightenment is exceedingly important. Then we'll so that ends explanations as to the first Das question. endet die Erklärungen zur ersten Frage. Die nächste Frage bezieht sich nicht auf eine bestimmte Praxis im Sinne der 37 Praktiken. Practice in terms of the 37 practices, it reads as follows. Sie lautet, bezüglich des Wunsches, nach Devachen zu gehen oder in Samsara zu bleiben, beides zum Wohle der fühlenden Wesen, sollten wir uns als Anfänger Praktizierende auf den Wunsch konzentrieren, nach diesem Leben in Samsara zu bleiben, kombiniert mit dem Wunsch, den Dharma weiter zu praktizieren und fähig zu werden, den fühlenden Wesen wirklich zu helfen. Oder sollten wir uns auf den Wunsch konzentrieren, nach Devachen zu gehen, mit der Absicht, dort schnell den Pfad des Sehens zu erreichen und dann mit Emanationen zum Wohl der fühlenden Wesen zu arbeiten. Die Befürchtung ist von Seiten der Person, die die Frage stellt, dass ich als Anfänger Praktizierender trotz des Wunsches zum Wohl der fühlenden Wesen in Samsara zu bleiben, es vielleicht nicht schaffe, wieder eine kostbare menschliche Wiedergeburt zu erlangen und dass ich deshalb in eine Lebenssituation geraten könnte, in der ich den Buddha-Dharma nicht praktizieren kann. Ich weiß nicht einmal, ob ich eine Wiedergeburt als Mensch erhalten werde. Wenn ich also als normaler Mensch in Samsara verbleibe, fragt die Person, könnte das für andere fühlende Wesen von großem Nutzen sein? Ist es zum Zeitpunkt des Sterbens nicht sicherer, sich auf eine Wiedergeburt in Devachen zu konzentrieren? In a life situation where I can't practice the Buddha Dharma. I don't even know if I will obtain rebirth as a human being. Therefore, remaining in samsara in terms of myself, the person asks, a regular human being, could that be much of benefit in these four other sentient beings? Isn't it, at the time of dying, more secure to focus on a rebirth in Devachen? Lasso, da di chowa den dere. Yeah. Chedan Togme Zangpo namtar chöbe chowa chin sa re samdo. Yeah, this is probably a question which arose. Und diese Frage entstand vielleicht im Zusammenhang damit, was Khenpo Rinpoche in einer der vorherigen Sitzungen über eine Begebenheit im Leben des Autors des Textes Togme Zangpo erzählte, als er von Schülern gefragt wurde, in welches reine Land er gehen würde, nachdem er die Welt verlassen hatte, hat er geantwortet, dass er nicht vorhabe, nach diesem Leben in ein reines Land zu gehen. Er würde in dieses unreine Weltsystem oder in ein anderes unreines Weltsystem zurückkehren, um weiterhin denjenigen zu helfen, die in diesen Weltsystemen gefangen sind. He had answered that he wasn't envisaging going on to an enlightened realm after this life. He would return to this impure world system or another impure world system for the sake of continuing to benefit those trapped in those world systems. Malam sengende rewa sammare malam sengende man sede tapena nga dewa chinda chegu sambati nge möngu yorwa lam sede tela chiche gi juchete nge drug go yor
Mato, Jum Matumna, Mambasamke, Natjeg Marwa. We have to start with a correction. Wir müssen hier mit einer sprachlichen Korrektur bezüglich des Wortes Wunsch beginnen. Es wird in diesem Zusammenhang oft verwendet, sowohl im Englischen als auch in anderen Sprachen. Das tibetische Wort ist Mön Lam. Mön steht nicht für eine Hoffnung, es geht um ein Bestreben. Es geht um eine Ambition, einen Ehrgeiz, den man hat, wo man sich vornimmt, bestimmte Dinge zu tun, um das Ziel, das man sich vorgenommen hat, zu erreichen. Es ist also ein Weg des Strebens, der Ambition, der das Erreichen des Ziels möglich macht, der das Ergebnis hat, das Ziel zu erreichen. Und das ist keine Hoffnung. Es ist ein Bestreben, es ist ein Weg der Bestrebungen. In Bezug auf das Erreichen der Wiedergeburt im erleuchteten Bereich, in einem reinen Land, auf Tibetisch Devachen genannt, geht es hier um das Streben, in dessen Folge der Mensch die Anstrengungen unternimmt, um die Wiedergeburt dort zu erreichen. In Bezug auf dieses spezifische reine Land gibt es 4 spezifische Praktiken, die der Praktizierende oder die Praktizierende während des Lebens ausführt, um eine Wiedergeburt in diesem Bereich zu erlangen. Es geht also darum, ein Ziel zu verwirklichen. Es ist ein Weg der Verwirklichung der eigenen Bestrebungen, so dass das Ziel erreicht wird. And here, in terms of focusing on obtaining a rebirth in the enlightened realm in Tibetan named Devachen, it's about the aspiration in consequence of which the person makes the efforts by way of which he obtains a rebirth there. And in terms of this specific enlightened realm, there are 4 specific practices the practitioner engages in during his lifetime, by way of which obtaining a rebirth in this realm is possible. So it's about actualizing a goal. It's a path of actualizing one's aspirations so that the goal is attained. Sarmaso. I looked up because this is so common and so Die Kiki hat nachgeschlagen, weil das so üblich ist und es so eingeprägt ist, das Wort Wunsch. Es ist auch in Bezug auf die Sprache, die man verwendet, wichtig, das richtige Wort für das, worüber man spricht, zu verwenden und darüber nachzudenken. Andernfalls wird es Verwirrung geben. Das Wort wünschen oder etwas ausdrücken wird in den richtigen Wörterbüchern der englischen Sprache definiert. Und ich empfehle jedem und jeder von solchen, sagt Kiki, von solchen Publikationen Gebrauch zu machen. Etwas zu wünschen oder einen starken Wunsch oder eine Hoffnung auf etwas auszudrücken, das nicht passieren kann oder wahrscheinlich nicht passieren wird. Beispiel: Menschen, die Kriegsgebiete verlassen haben und in andere Länder geflohen sind, sagen sehr oft, wir haben uns Frieden in unserem Land gewünscht. Ja, es war eine Hoffnung, aber sie wussten, dass es wahrscheinlich nicht möglich sein würde und deshalb sind sie geflohen. Eine andere Definition in einem anderen Wörterbuch von to wish, von wünschen, ist etwas zu wollen, das nicht erreichbar ist. Es gibt den Wunsch, das Ziel zu erreichen, was auch immer es ist, aber gleichzeitig gibt es das Wissen, dass es wahrscheinlich nicht möglich sein wird. Also ist Wünschen nicht das, was das tibetische Wort Mönpa bedeutet. Es bedeutet Streben. Und Streben ist wie folgt definiert. Hier gibt es noch mehr Beispiele. Ich lese es einfach vor. Sagt Kiki, sie hat es aufgeschrieben, weil sie sich sonst nicht alles gemerkt hätte. Ein Wunsch ist auch einen Wunsch nach etwas Unerreichbarem zu haben. Menschen sagen manchmal, ich wünschte, ich könnte dieses Leben noch einmal leben, einfach weil sie die vielen Fehler bereuen, die sie gemacht haben. Wenn sie sagen, dass sie sich das wünschen, wissen sie, dass es nicht möglich ist. Aber es ist eine Art, eine Hoffnung auszudrücken. Das tibetische Wort Mönlam
bedeutet nicht, dass man sich dieses oder jenes wünscht, während man weiß, dass man hofft, es zu tun. Es geht darum, sich ein oder mehrere bestimmte Bestrebungen zu eigen zu machen und sich dann in Taten zu engagieren, durch die das Ziel erreicht wird. Also das Wort Aspiration, Bestrebung, ich kann nicht sagen, sagt Kiki, dass es 100%ig richtig ist, wie auch immer es in einem der Wörterbücher, die sie konsultiert hat, definiert ist, also eine Hoffnung oder Bestrebung, etwas oder Ambition, etwas zu erreichen. Beispiel, ein junger Mann mit politischen Ambitionen. Nun, was würde er tun? Er würde auf eine Universität gehen, wo er Politikwissenschaften studieren kann, und dann kann er seine Hoffnung oder sein Bestreben verwirklichen. Er wünschte sich nicht, ein Politiker zu sein. Er strebt danach, einer zu sein. Und er wird tun, was nötig ist, um einer zu werden. Der Mönlam ist also ein Pfad solcher Bestrebungen, auf dem man sich auf den Weg gemacht hat, um die Ambition oder die Bestrebung zu verwirklichen. Adopting a specific one or many specific aspirations and then engage in deeds by way of which the goal is obtained. So the word aspiration, I can't say it's 100% right, however, it's defined in one of the dictionaries I've consulted as a hope or ambition of achieving something. Example, a young man with political aspirations, well, what would he do? Well, he would go on to a university where he can study political sciences, and then he can actualize his hope or his aspiration. He doesn't wish to be a politician, he aspires to be one, and he's going to do whatever it takes to become one. So Mönlam is a path of such ambitions or aspirations where one has set out to actualize the aspiration or aspirations. Tiyinde perna dewachin la ngan rogo shona yang. Dewachin ro ya gen damba chi yena yang. Sangchup sembe chepa la lab go ya ra ma to juje gen na chig ma songa cha gro ba jo thongbo ta ma songa cha gro ba. Now, in terms of the aspiration for a rebirth in the enlightened realm with the Tibetan name Dewachen. Was nun das Streben nach einer Wiedergeburt im erleuchteten Reich mit dem tibetischen Namen Dewachen betrifft, so ist dies im Rahmen des Mahayana-Buddhismus, dem Pfad eines Bodhisattvas, und wie gesagt gibt es 4 spezifische Praktiken, durch die ein Praktizierender oder eine Praktizierende dieses Streben, diese Ambition verwirklichen kann. You see, unless you, the practitioner, das ist, wenn du, der Praktizierende, sich nicht auf alle 4 Praktiken einlässt, wirst du diese Wiedergeburt nicht erlangen. Es ist einfach nicht möglich. 3 von ihnen sind nicht genug, ganz einfach. 3 of them isn't enough, simply. Dang på det karre som Penna shonchup sembe semje chepal labjete dewachin do chebe jo thangbo droba. The first of these 4 practices is that Die erste dieser 4 Praktiken ist die, den Bodhigeist zu erzeugen und sich dem Pfad zu verpflichten, sowie die richtigen Taten auf diesem Pfad zu begehen. Das bedeutet, so viel wie möglich zu vermeiden, wenn nicht sogar ganz zu vermeiden, sich auf weltliche Taten einzulassen, die nichts mit dem Weg eines Bodhisattvas zu tun haben. to avoid as much as possible, if not entirely, to engage in worldly deeds that have nothing to do with the path of a bodhisattva.
Shangchub chodo semche shangchub guchopa labiati dewaching shin and roya get the payona take go you. Kan du sånt här? Penna shangchub chodo semche dan shangchub sempe chopa labiati dewaching shin and ronda yona yang ti lam tela lab go yara mato tene tap me. So it's a high or lofty goal, as it were. However, es ist also ein hohes oder erhabenes Ziel sozusagen. Ich habe jedoch vergessen, sagt Kiki, eine weitere Definition des englischen Wortes Aspiration zu erwähnen. Ein starker Wunsch, etwas Hohes oder Großes zu erreichen. Es ist also nicht das Wünschen. Es geht nicht um das Wünschen. Es geht darum, etwas tun zu wollen. Man hofft nicht, etwas zu tun, man tut es. In Bezug auf die Praxis der ersten der vier fährt Khenpo Rinpoche fort zu erklären, dass man zunächst den Bodhigeist erzeugt und mit diesem als Grundlage führt man dann das Verhalten aus, das mit den Prinzipien des Bodhigeistes übereinstimmt, so dass der Pfad eines Bodhisattva richtig praktiziert wird. Engages in the kind of conduct or in the conduct which conforms with the principles of the Bodhi mind, so that the path of a Bodhisattva is properly practiced. Devachan gick ju Dangpo. Cheta devachin che gona ya ti lab go ya re. Malab natin. So this is the first of the four practices in brief. Das ist also die erste der vier Praktiken, in Kurzform natürlich. Es gibt noch viele weitere Details, die eine Wiedergeburt in Devachan ermöglichen. Wenn nun eine Person, die die Wiedergeburt in diesem Bereich erlangen möchte, sich nicht auf diese Praxis, die erste der vier, einlässt, wird sie diese Wiedergeburt einfach nicht erlangen, egal wie sehr sich das wünscht oder hofft, dass es geschieht. Es wird einfach nicht passieren. So einfach ist das. How much he may wish for that or hope for that to happen, it simply won't happen. It's as simple as that. Chetan de missing ke samne nang lan de yung ge do milu chi thop gana kala khaksa re dewachin pha che shan to za le agre sam ki samno chi yung ge yore dewachin ki shin gi yuen ten zo koyu che le la wo tao chi te milu le da dewachin ki shin che le ni la milu chö dang demba chi le ye de shira le la gre ma to dewachin ki shin le che sing ge le hap chi ran da mare. Now there is a bit about Es geht um Folgendes. Es gibt die Vorstellung, dass es für einen Praktizierenden oder eine Praktizierende recht einfach ist, eine Wiedergeburt in Devachan zu erlangen. Einfacher als eine Wiedergeburt mit einem freien und wohlbegünstigten Menschenkörper oder eine Geburt im Rahmen einer freien und wohlbegünstigten menschlichen Wiedergeburt. Das ist ein Missverständnis. In Bezug darauf, eine Wiedergeburt in einem sogenannten erleuchteten oder erleuchtenden Bereich zu nehmen oder zu erhalten oder erfolgreich zu sein, es in diesem speziellen Bereich mit dem tibetischen Namen Devachan einfacher, die Wiedergeburt dort zu nehmen als in den meisten anderen erleuchtenden Bereichen, beziehungsweise erleuchteten Bereichen. Es ist jedoch nicht einfacher, die Wiedergeburt in Devachan zu nehmen, als eine Wiedergeburt mit einer freien und begünstigten Wiedergeburt zu erlangen, als eine freie und begünstigte menschliche Wiedergeburt zu erlangen. Es ist viel einfacher, eine freie und wohlbegünstigte menschliche Wiedergeburt zu erlangen, als eine Wiedergeburt in diesem erleuchteten Bereich, dem von Devachan, zu erlangen. To take rebirth in Devachan, then to obtain a rebirth with a free and well-favored, then to obtain a free and well-favored human rebirth. It's much easier to obtain a free and well-favored human rebirth than succeeding in obtaining a rebirth in this
enlightened realm. That of Devachan. 단지된디 나라가 밀리추 단담바 다 밀리양 답바시 리에다 또 갈래용 사리야 담 Miljöskydd dampa. 야 Shuma kalukapure samna. 다 제와제마 텐데 린트비에데 백갈래 카브르 밀레 펜토고 마레 다 던져 자승버레 들랑 아대와진 신 바주소나 탁사레 산솜 삼나시 여베이나 대신 신도 제제기 주 당버들 좀 쇼츠르 되도 나 세야테 삼구도 나 집사질은 로샤 삼구도. You see, one may not. Siehst du, man mag sich dessen nicht bewusst sein, aber wenn man sich denkt, dass es für mich wahrscheinlich sehr schwierig ist, eine weitere freie und begünstigte menschliche Wiedergeburt zu erlangen, insbesondere in meinem nächsten Leben, und deshalb sozusagen die Wahl trifft oder sich der Hoffnung auf eine Wiedergeburt in Devachan hingibt. Der Gedanke, es ist wahrscheinlich besser für mich, ich hätte einen größeren Vorteil in Bezug auf meine nächste Wiedergeburt, wenn ich auf die Wiedergeburt in Devachan hoffe. Dieser Gedanke selbst widerspricht den Prinzipien der ersten der 4 Praktiken, die die Wiedergeburt in Devachan möglich machen. Warum? Weil es ein egoistischer Gedanke ist. Es ist einer, der einen einfachen Weg für sich selbst will. Es ist wahrscheinlich besser für mich, wenn ich mich für diesen Weg entscheide, als wenn ich mich auf diese andere Option konzentrieren würde. Es ist eine Denkweise, die mit einem egoistischen Motiv behaftet ist. Hope for rebirth in Devachan. That thought itself contradicts the principles of the first of the 4 practices that make rebirth in Devachan possible. Why? Because it's a selfish thought. It's one of wanting an easy way for oneself. It's probably better for me if I go for this than if I were to focus on this other option. It's a mindset tainted by a selfish motive. 데 저완는 킨들라 카요 말에 데 선노도 간조를 싫어 용거도 데 이내 다 낸데 랑 유를 쳤다디 또 선는데 껴요 바데 지kin. Now a lot of people do think like this. It's not as Denken viele Menschen so. Es ist nicht so, dass die Person, die diese Frage gestellt hat, die einzige auf dieser Welt ist. Es ist sehr verbreitet, diese Art von Schema in den Köpfen der Praktizierenden. Und ja, wir sind normale Menschen in der Welt, vielleicht noch nicht hochentwickelt. Deshalb passieren diese Art von Gedanken. Man muss sich nicht mit „Ich habe versagt" oder ähnlichen Gedanken aufhalten, wenn man darauf hingewiesen wird. Es ist eher „Oh, jetzt geht es wieder los", egoistisches Motiv, weltliche Denkweise, ich muss mich korrigieren. Es kann also tatsächlich ein Weckruf sein, diese Art von Gedanken. Man kann dann daran arbeiten, sich selbst zu verbessern, sich zu bemühen, egoistische Motive in einem größeren Ausmaß auszumerzen und bewusster zu sein. Worldly mindset, I need to correct myself. So it can be a wake-up call, actually, this type of thought. And one can then work on improving oneself, making efforts to eradicate to a greater extent and be more aware in the context of selfish motives. 텐데 마임바 인핑 혼나를 삼나 땅네 대신신도 제베게 조테 줍나나 때문에 대신신도 제그래라 때베 펜토 참보로 될 때는 산제게 밤에 빈도스게 송하로 대신신근 도스게 Now, in terms of
one's aspiration. In Bezug auf das eigene Streben, den Ehrgeiz, die Wiedergeburt in Devachen zu erlangen und die erste der 4 Praktiken, die dies ermöglichen, müssen die Bemühungen im Zusammenhang mit der ersten der 4 Praktiken, damit diese Bemühungen effektiv sind, auf einer Geisteshaltung basieren, in der es keine anderen Sorgen gibt als die Sorge um andere und deren Wohlergehen, in der selbstsüchtige Motive nicht da sind. Um das zu verdeutlichen, hat der Buddha eine Rede gehalten, in der es um Beschreibungen von Buddha Amitabha geht, der Hauptbuddha in diesem speziellen erleuchteten Bereich ist. Und wie dieser Bereich aussieht, was es mit der Geisteshaltung derer auf sich hat, die dort ihre Wiedergeburt genommen haben und so weiter. All diese Details würden also klar werden, wenn man, zumindest bis zu einem gewissen Grad, diese spezifische Rede des Buddha in Bezug auf die Bemühungen der Praktizierenden, eine Wiedergeburt in diesem Bereich, dem Devachen, zu erlangen, konsultieren würde. Which is about descriptions of Buddha Amitabha, who is the chief Buddha in this specific enlightened realm, and what this realm looks like, what it's about in terms of the mindset of those who have taken rebirth there, and so on. So all those details would become clear if one were to some extent at least, if one were to consult this specific course that the Buddha gave in terms of practitioners making efforts to obtain a rebirth in this realm, that of Devachen. Now we come to the 3rd question, which concerns verse 11. Nun kommen wir zur 3. Frage, und diese Frage betrifft Vers 11, der wie folgt lautet: Ausnahmslos alles Leiden kommt daher, dass man das Glück für sich selbst will. Vollkommene Buddhas werden aus dem Wunsch geboren, anderen zu nützen. Also, wahrhaftig dein eigenes Glück gegen das Leiden anderer zu tauschen, ist die Praxis eines Bodhisattvas. Khenpo Rinpoche sagte, dass man sich zuerst darin schult, sich selbst und andere bis zu einem gewissen Grad als gleichwertig zu sehen, und als nächsten Schritt tauscht man sein eigenes Glück gegen das Leiden anderer aus. In Bezug darauf, andere und sich selbst als gleichwertig zu sehen, gibt es verschiedene Ebenen, beginnend mit der Ebene eines intellektuellen Verständnisses bis hin durch ein umfassendes Wissen über das Thema. Es wurde erwähnt, dass man in 2 Stufen trainiert. Die Frage ist also, welche Stufe in Bezug darauf, andere als gleichwertig zu sehen, wie sich selbst in Bezug auf die eigenen Umstände und so weiter, sollte man erreichen, um das eigene Glück gegen das Leid anderer eintauschen zu können? Oder ist es so, dass das Ausmaß, in dem man sich selbst als nicht wichtig sieht, wenn das passiert, obwohl es um ein bestimmtes Niveau zu gehen scheint, wenn man sein eigenes Wohlergehen als weniger wichtig ansieht als das Wohlergehen anderer? Wenn das anfänglich passiert, ist man auf diesem Niveau in der Lage, sein eigenes Glück gegen das Leiden anderer einzutauschen? With the level of an intellectual understanding up to and through a comprehensive knowledge of the topic. It was mentioned that one trains in 2 stages. So the question is, what is the level or stage in terms of seeing others as equally important as oneself in terms of one's circumstances and so on? What is the level here that one should reach in order to be able to exchange one's own happiness for the suffering of others? Or is it the case that
the extent to which one sees oneself as not important, there, when that happens, though it seems to be about a certain level of seeing one's own welfare as less important as the welfare of others, when that initially happens, is one at that level able to exchange one's own happiness for the suffering of others? Det är sång va? Dachen Nyampa. Dachen Nyampa. Da where is the Tibetan? I'll go to number 11, it's easier. Dungal malu da de dul dung sokpe sangje shempen sem le tu de che dam da de shengi dungalta yang da jeva gyalsela ni da yang da jeva de geredwa kandi shuju da yang da jeve chetu rang di ke chunga shendi ke cheva tongtang chik gogye pandras tene yang da je tupadi kadi che tu gyore sadang ma songna da chanchup sempe sa segi mindu chirta mirtang sa karela lebgore yang da je vadi che tu pe che tu tere chanchup sempe sak thongpo thobne penna cholam remba gudde jolam remba chuni de ne sak thongpo thobe thuna cholam remba chuni cholam remba gu tene jolam remba chuni o jorlam chuni ya te de ne thonam ge shi yule je de tongni ngonsam thobe thuna de yetu gre the capacity to exchange Die Fähigkeit, das eigene Glück gegen das Leiden anderer einzutauschen, wird zum ersten Mal erreicht, wenn die Person den Pfad des Sehens erlangt. Das bedeutet, dass der Praktizierende zu diesem Zeitpunkt die 9 Unterstufen des Pfades der Ansammlungen sowie alle 12 Unterstufen des Pfades der Überleitung durchlaufen hat, in deren Folge er oder sie den Pfad des Sehens erlangt, wo sich das erleuchtende Wissen bis zu dem Punkt entwickelt hat, in dem er oder sie die Leerheit auf direkte Weise erkennt. Das heißt, er oder sie sieht die Leerheit, hat Einsicht in die Leerheit. Das heißt, das Wissen über die Leerheit ist weder intellektuell noch schlussfolgernd noch kontemplativ und so weiter und so fort. Es gibt viele Arten von Wissen und Ebenen davon. His knowledge, his enlightening knowledge, has developed to the point where he knows emptiness in a direct manner, meaning he sees emptiness. He has insight of emptiness, meaning his knowledge of emptiness is neither intellectual, nor inferential, nor contemplative, and so on and so forth. There are many types of knowledge and levels of it, and the very first level in Mahayana Buddhism of so-called otherworldly knowledge, knowledge that has Und die allererste Ebene im Mahayana-Buddhismus des sogenannten jenseitigen Wissens, Wissen, das über die weltliche Denkweise hinausgegangen ist, Wissen, das nicht mehr von einer weltlichen Denkweise und ihren Faktoren und Wirkungen befleckt ist,
Das geschieht, wenn man den Pfad des Sehens erlangt. Auf dieser Ebene ist der Praktizierende oder die Praktizierende zum ersten Mal in der Lage, das eigene Glück tatsächlich gegen das Leiden anderer einzutauschen. Das bedarf also des sogenannten ursprünglichen Wissens, des Wissens, das die leere Natur aller Dinge kennt, des Wissens, das weiß, dass es kein einziges Ding gibt, das eine wirkliche Realität hat. Alle Dinge sind wesenlos, substanzlos und unwirklich. Und das wird geschehen, dazu gibt es Einsicht. Es geht nicht darum, das intellektuell oder schlussfolgernd oder auf irgendeine andere Weise zu verstehen. Es ist bekannt, vollständig. And this is seen. There is insight of this. It's not about understanding that intellectually or inferentially or in any other way. It is known fully. But intellectual the mind ba tapen intellectual ko kowe ne de lo le yang de kam de nga singen de rangé me bangwen sam de to nge lu singen de rangé me bangwen sam de to de chi na de da yin je to ji so it's about a previous path where this practitioner has. Es geht also um einen vorherigen Pfad, auf dem dieser Praktizierende oder diese Praktizierende ein intellektuelles Wissen über die Leerheit kultiviert hat, ein schlussfolgerndes Wissen und so weiter und so fort, bis zu dem Ausmaß, in dem er oder sie die Leerheit aller Dinge sieht. Die Tatsache, dass sowohl das individuelle Selbst als auch der physische Körper keine Eigennatur haben. Keine von beiden hat eine wirkliche Realität. Das bedeutet nicht, dass es überhaupt nicht existiert. Es bedeutet nur, dass es wesenlos, substanzlos und unwirklich ist. Und dies wird zum ersten Mal wahrhaftig gesehen oder erkannt, wenn die Praktizierenden den Pfad des Sehens erlangen. Auf dieser Ebene ist es. Und infolge dieser Geisteshaltung, jetzt eine jenseitige Geisteshaltung, ist dieses Individuum in der Lage, sein Glück gegen das Leiden anderer einzutauschen. Also jenseitig im Sinne von anderweltlich. Oder überweltlich. Überweltlich. Then it's the next question. Ja. Then there is the next question, which reads as follows. Und dann ist da die nächste Frage, nämlich ich habe eine Frage bezüglich des Bodhisattva-Weges und des Mahayana-Ziels, verglichen mit dem Ziel im Theravada-Buddhismus. Ich habe oft gehört, dass die Erleuchtung eines Arhats im Kontext des Theravada-Buddhismus keine volle oder vollständige Erleuchtung ist und dass das Ziel im Mahayana-Buddhismus, nämlich Buddhaschaft, gleichbedeutend mit voller oder vollständiger Erleuchtung ist. Nun wird die Erleuchtung im Theravada-Buddhismus manchmal als minderwertig bezeichnet, wenn man sie mit der Erleuchtung im Mahayana-Buddhismus vergleicht. Bitte klären Sie mich auf, wie das möglich ist. Gibt es verschiedene Stufen der Erleuchtung? Wenn ja, was genau ist es, was die Erleuchtung im Theravada-Buddhismus nicht hat, was die Erleuchtung im Mahayana-Buddhismus dann haben würde? Ich würde denken, sagt die Person, dass die Buddhaschaft in allen Kontexten die gleichen Qualitäten hat, unabhängig vom Pfad. Liege ich da falsch? Are there different levels of enlightenment? And if so, what exactly is it that enlightenment in Theravada Buddhism doesn't have, which enlightenment in Mahayana Buddhism then would have? I would think, the person says, that Buddhahood is full, it has the same qualities in all contexts, regardless the path. Am I wrong? Tadi tuwaden direla. Nintu tekben dochi yile yawe tuwa chikre doa. Yinju te? Nintu tekben sena. Nintu tekben dogi.
Nintö tekpa song tsu chi yil yang chen sa. Song tsu. Yeah. Khenpo Rinpoche presumes, he doesn't say this is the case, but Khenpo Rinpoche geht davon aus, er sagt nicht, dass es der Fall ist, aber er geht davon aus, dass die Person, die die Frage gestellt hat, Belehrungen des Shravaka-Pfades erhalten hat, in denen die Ansicht, dass Arhatschaft die volle Erleuchtung ist, zum Ausdruck gekommen sein könnte. Teachings of the Shravaka path where the view that arhathood is full enlightenment may have been expressed. Te Nintö tekpen dode tsu nang tu per na drachamba de tartu gendrev yin song. In discourses given by In den Reden von Buddha Shakyamuni gibt es Aussagen wie, dass die Arhatschaft die endgültige Erleuchtung ist. Therefore, und daher vertritt der Theravada-Buddhismus, in dem die Shravaka-Tradition eine der beiden Hauptabteilungen ist, die Ansicht, dass die Buddhaschaft im Mahayana-Buddhismus keine endgültige Erleuchtung ist. Takes the view that Buddhahood in Mahayana Buddhism is not final enlightenment. Yin na yang Teshin gen dodang tenjö tsu gongpa cheba yina sanje kompong sayate Tegba chimbu lam dröpal tenne toba tere, tartu gendrebu tere mato. Kondisi so tek chingi wong chena. Chena, tegba chimbu dotong tenjö tsu ge ondu chena, sanje che kampong sinkente, te chingi lam nyamsu lenne, tenne tartu sanje kampong de re songbyor. Nintö jin ne songbe, Drachamba sinkente nekab kamponchre mato tartu zan mares tatel long ripa pe mango chson. Now, on the other hand, in discourses given by Buddha Shakyamuni, andererseits in den Reden von Buddha Shakyamuni, in den Sutras des Mahayana-Buddhismus sowie in den Kommentaren, die von alten buddhistischen Meistern verfasst wurden, in denen diese Meister die Details dessen erklärten, was der Buddha sagte, ist die Sichtweise eine ganz andere, nämlich dass die sogenannte Buddhaschaft, ein Begriff, der spezifisch für den Mahayana-Buddhismus ist, hier in diesen Reden sagt der Buddha, dass durch die Praxis des Mahayana-Buddhismus die Buddhaschaft erlangt wird. Die Terminologie ist also eine andere. Wohingegen, wiederum sagte der Buddha, wie es in den Mahayana-Diskursen oder Mahayana-Sutras aufgezeichnet ist, wohingegen Arhatschaft, der Name des endgültigen Ziels im Theravada-Buddhismus, sie scheinen den Begriff Buddhaschaft nicht zu verwenden, sie verwenden den Begriff Arhatschaft, wohingegen der Buddha in den Mahayana-Diskursen sagte, dass Arhatschaft eine vorübergehende Ebene der Erleuchtung ist, nicht die endgültige Erleuchtung. Dies ist dann von verschiedenen alten indischen buddhistischen Meistern ausführlich erklärt worden. In erster Linie, zumindest am Anfang. Sie haben dann die Details dargelegt, durch die dies verstanden werden kann, den Standpunkt des Mahayana-Buddhismus, dass die sogenannte Buddhaschaft das endgültige Ziel ist und die Arhatschaft ein temporäres Ziel ist, obwohl es eine Ebene der Erleuchtung ist, eine anderweltliche Ebene, überweltliche Ebene. They don't appear to use the term Buddhahood, they use the term Arhathood. Whereas the Buddha said in the Mahayana discourses, Arhathood is a temporary level of enlightenment, not final enlightenment. And this has then been explained at length by various Indian Buddhist masters of old primarily, at least to begin with. They have then set forth the details
by way of which this can be understood. The viewpoint of Mahayana Buddhism, namely that so-called Buddhahood is the final goal, and Arhathood is a temporary goal, though it's a level of enlightenment. It's an otherworldly level. 다 되는 체벌게 직하셔지기는 눈에 내 자상 쇼고나 쇼트비에 짠 요마래. To make clear all the differences between these two Es klar zu machen, alle Unterschiede zwischen diesen beiden Sichtweisen können nicht in ein paar Minuten dargelegt werden, sagt Khenpo Rinpoche. Es ist einfach nicht möglich für ihn oder irgendjemanden anderen, die Details in ein paar Minuten hier zu geben. However, in general, wie auch immer, im Allgemeinen, Sambala chebrshira yore chebr. Dinila. Lamdeni. Yeah. You have these two traditions, Theravada Buddhism and Mahayana Buddhism. Du hast diese zwei Traditionen, Theravada-Buddhismus und Mahayana-Buddhismus. In beiden Zweigen des Buddhismus, dem Theravada-Buddhismus und dem Mahayana-Buddhismus, gibt es also zunächst einmal Anweisungen für die Geisteshaltung, die Absichten, die angemessenen Absichten in Bezug auf die Geisteshaltung eines Praktizierenden oder einer Praktizierenden und was diese Absichten sind. Die Absichten, die kultiviert werden sollen, Bestrebungen oder Absichten, durch die das Ziel erreicht werden kann. In terms of the mindset of a practitioner and what these intentions are about, the intentions that are to be cultivated, aspirations or intentions, by way of which the goal can be attained. So think of two individuals. Denke also an zwei Individuen. Think of these two individuals. Und stelle dir diese beiden Individuen als Individuen vor, die beide gleichermaßen gesehen haben, dass eine weltliche Existenz gleichbedeutend mit Leid ist. Sie haben das gesehen, beide in gleichem Maße. Hier gibt es also keinen großen Unterschied, wenn überhaupt, zwischen diesen beiden Individuen, diesen beiden Praktizierenden. So here there isn't much of a difference, if any, between these two individuals, these two practitioners. And both of them want to free Und beide wollen sich von der Möglichkeit einer erneuten Wiedergeburt in einer weltlichen Existenz befreien. Another rebirth in a worldly existence. However, one of them Aber einer von ihnen konzentriert sich jedoch darauf, sich von einer weiteren Wiedergeburt in einer weltlichen Existenz zu befreien. Sein Streben, sein Ehrgeiz hat seinen Ursprung in seinem persönlichen Wohlergehen, in seinem Wohlbefinden. Originates with his personal welfare, his well-being. And this is the mindset of Das ist die Geisteshaltung eines Praktizierenden oder einer Praktizierenden des Shravaka-Pfades. Whereas the other person we're looking at here, während die andere Person, die wir hier betrachten, ihr Streben oder ihren Ehrgeiz in Bezug auf das Überschreiten der Welt damit begründet, dass sie das Leiden anderer nicht ertragen kann. Sein oder ihr Bestreben ist es also, jeden mit sich zu nehmen, um über die Welt hinauszugehen oder über die endlosen Wiedergeburten in verschiedenen weltlichen Existenzen des Leidens hinauszugehen. Du hast also zwei verschiedene Geisteshaltungen.
or going beyond endless rebirths in various worldly existences of suffering. So the mindset, you have two different mindsets. 다 디인데 삼바데 카카유엔바스 라텐네 다 삼바 따르도 된다도 접용데 산제게 람니 송가제 니테 택베 람타 택바침부 람. As we all know, people have different aspirations. Wie wir alle wissen, haben die Menschen unterschiedliche Bestrebungen und nicht jeder oder jede sind gleich. Um diesen Unterschieden gerecht zu werden, hat Buddha Shakyamuni in seiner Weisheit diese beiden Pfade im Rahmen des Theravada-Buddhismus und im Rahmen des Mahayana-Buddhismus festgelegt, wobei Menschen, denen es in erster Linie darum geht, sich selbst vom Leiden zu befreien, ihren Pfad erhielten, und Menschen, denen es in erster Linie darum geht, andere von endlosen Wiedergeburten in weltlichen Existenzen zu befreien, für sie hat er im Rahmen des Mahayana-Buddhismus einen anderen Pfad dargelegt. Individuals primarily concerned with freeing others from endless rebirths in worldly existences. For them, he set forth another path in the context of Mahayana Buddhism. 디인데 뺀는 니테 택반네 니테 택발의 중kin 코랑 로당 뜬네. So it's not a matter of one being inferior to the other. Es geht also nicht darum, dass der eine dem anderen unterlegen ist. Es geht darum, der Tatsache Rechnung zu tragen, dass verschiedene Menschen unterschiedlich denken. Derjenige, der den Shravaka-Pfad praktiziert, macht sich also auf den Weg, um sein Bestreben zu verwirklichen, sich von den verschiedenen Arten von Leiden zu befreien, die in den verschiedenen weltlichen Existenzen erfahren werden. Sets out to actualize his aspiration to free himself from the various kinds of suffering that are experienced in various worldly existences. So it's a matter rather of narrow. Es ist also eher eine Frage von eng und weit. Man könnte sagen, dass der erste dieser beiden Pfade enger ist, da die Denkweise aus der Perspektive des Mahayana-Buddhismus enger ist. Er nimmt nicht alle Betroffenen auf, wohingegen der Mahayana-Pfad sozusagen ein weiterer ist. Aber es geht nicht um minderwertig und überlegen im Sinn von besser als der andere. Es geht darum, zwei verschiedene Möglichkeiten zu haben, einfach weil die Individuen unterschiedlich sind. Es geht also darum, diese unterschiedlichen Geisteshaltungen unterzubringen und beiden die gleiche Möglichkeit zu geben, über die Welt hinauszugehen und die Freiheit von Leiden und Wiedergeburt ohne Ende in weltlichen Existenzen zu erlangen. Accommodate these different mindsets and giving both an equal opportunity to go beyond the world and freedom from suffering and rebirth endlessly in worldly existences. Each of these two practitioners so geht jeder dieser beiden Praktizierenden durch die verschiedenen Stufen seines Pfades. Wenn der Praktizierende von einer Stufe zur nächsten geht, werden natürlich seine Fähigkeiten, seine Qualitäten und so weiter verbessert und so wird Fortschritt gemacht. Beide tun das Gleiche auf ihrem Weg. Sie gehen schrittweise durch die verschiedenen Stufen ihres Pfades und entwickeln sich schrittweise als Individuen. The various levels of their paths, and progressively they develop as individuals. Now, according to what
the Buddha said, as is Nach dem, was der Buddha recorded sagte, wie es in seinen Mahayana-Reden aufgezeichnet ist das endgültige Ziel im Theravada-Buddhismus das der Arhatschaft. Das bedeutet, frei von einer weiteren Wiedergeburt in einer weltlichen Existenz zu sein, indem die Geisteshaltung auf dieser Ebene, die der Arhatschaft, erleuchtet ist und somit frei von den Befleckungen einer weltlichen Geisteshaltung. Buddha Shakyamuni erklärte jedoch in diesen Reden, dass der Arhat einen bestimmten Punkt, aus dem Samadhi, der Arhatschaft genannt wird, erwacht und den Pfad zur Buddhaschaft betritt. Of a worldly mindset. However, Buddha Shakyamuni explained in those discourses, at one point the Arhat awakens from the Samadhi called Arhathood, that state, and enters the path to Buddhahood. Lasso te chuan kinte ge samna shiratan do tuje che. Khenpo Rinpoche says he would like to thank. Khenpo Rinpoche sagt, er möchte sich bei dem oder derjenigen, die diese Frage gestellt hat, für die Frage bedanken. Es ist offensichtlich, dass du dir einige Gedanken über die Details des Gehörten gemacht hast und er dankt dir dafür. He thanks you for this. However, please continue to educate Wie auch immer, bitte fahre fort, dich durch buddhistische Studien zu bilden. Das ist alles für heute. So, this is all for today. Sibe,